Marie und Jonas diskutieren, ob es besser ist, online einzukaufen oder lokale Geschäfte zu unterstützen. Jonas, wie siehst du das? Immer mehr Menschen kaufen online ein, statt in lokale Geschäfte zu gehen. Was hältst du davon? Ehrlich gesagt finde ich Online-Shopping unglaublich praktisch. Man spart Zeit und hat eine riesige Auswahl. Was will man mehr? Das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, dass dadurch viele kleine Geschäfte in echte Schwierigkeiten geraten können. Wir sollten lokale Händler stärker unterstützen. Da hast du nicht ganz unrecht, aber man sollte auch bedenken, dass es für viele Leute einfacher ist, online zu bestellen, gerade in abgelegenen Regionen. Das stimmt zwar, aber meiner Meinung nach geht der persönliche Kontakt verloren, wenn man alles nur im Internet erledigt. Einkaufen vor Ort hat doch eine soziale Komponente. Das sehe ich ein, aber viele Läden können ihre Preise nicht so niedrig halten wie große Online-Shops. Das schreckt manche ab. Ja, das mag sein. Aber ich finde, man könnte bereit sein, etwas mehr zu zahlen, um die lokale Wirtschaft zu stärken. Das ist ein guter Punkt. Trotzdem glaube ich, dass Online-Shopping viele Vorteile hat, zum Beispiel die Möglichkeit, rund um die Uhr einzukaufen. Da stimme ich dir zu, doch denk mal an den ganzen Verpackungsmüll und die langen Lieferwege. Das schadet der Umwelt enorm. Absolut, das ist ein großer Nachteil. Vielleicht könnte man nachhaltigere Verpackungen verwenden, um die Umwelt zu schonen. Das wäre sinnvoll. Gleichzeitig könnten wir uns fragen, ob wir wirklich alles online bestellen müssen. Da hast du recht. Man könnte sich auf Dinge beschränken, die man vor Ort gar nicht bekommt. Genau. Es geht darum, bewusster zu konsumieren. Man sollte nicht alles aus purer Bequemlichkeit online kaufen. Einverstanden. Es hängt auch davon ab, was man kauft. Kleidung probiere ich zum Beispiel lieber im Laden an. Ganz genau. Und bei Lebensmitteln ist es viel schöner, sie direkt im Geschäft auszuwählen. Frische kann man online kaum beurteilen. Da gebe ich dir recht. Vielleicht sollte ich wirklich öfter in lokale Geschäfte gehen. Das wäre eine tolle Idee. Am Ende profitieren doch alle davon, wenn wir die Vielfalt der Läden erhalten. Ganz genau. Aber glaubst du, dass sich die Situation für den Einzelhandel wirklich verbessern lässt? Das hängt davon ab, ob die Geschäfte innovative Konzepte entwickeln. Eine gute Mischung aus Online und Offline wäre ideal. Das ist ein interessanter Punkt. Vielleicht könnten Händler mehr auf persönliche Beratung und Service setzen, um Kunden anzulocken. Absolut. Das ist ein Vorteil, den Online-Shops kaum bieten können. Dann lass uns doch mal zusammen einkaufen gehen. Vielleicht entdecke ich neue Lieblingsläden. Super Idee. Und wer weiß, vielleicht motivieren wir auch andere, mehr vor Ort einzukaufen. Lisa und Tom diskutieren, ob Fastfood noch zeitgemäß ist oder ob gesunde Ernährung wichtiger wird. Tom, was denkst du darüber, dass viele Leute immer noch so viel Fastfood essen, obwohl jeder weiß, wie ungesund es ist? Ehrlich gesagt, ich sehe das zwiespältig. Einerseits kennt man die Nachteile, andererseits ist Fastfood oft günstig und praktisch. Das stimmt zwar, aber meiner Meinung nach sollte gesunde Ernährung eine größere Rolle spielen. Fastfood kann auf Dauer keine Lösung sein. Da gebe ich dir recht. Trotzdem haben viele Menschen einfach keine Zeit, jeden Tag frisch zu kochen, vor allem wenn sie beruflich viel zu tun haben. Das kann ich nachvollziehen, aber inzwischen gibt es eine Menge gesunder und schneller Rezepte. Man muss nicht stundenlang in der Küche stehen. Das stimmt. Aber glaubst du, dass jeder Zugang zu solchen Angeboten hat? Manche leben in Gegenden, wo frische Produkte schwer zu kriegen sind. Das sehe ich ein. Aber genau hier müsste die Politik stärker eingreifen, mit strengeren Regeln für Fastfood-Ketten und einer besseren Förderung gesunder Lebensmittel. Das könnte helfen.
Doch ob die Leute wirklich ihre Gewohnheiten ändern, bleibt fraglich, selbst wenn es Alternativen gibt. Das hängt davon ab, wie gut sie aufgeklärt werden. Viele haben keine Vorstellung, wie schädlich Fastfood langfristig sein kann. Nicht nur für den Körper, sondern auch für die Umwelt. Absolut richtig. Aber nur zu informieren reicht nicht. Man müsste gesunde Alternativen preislich attraktiver machen. Ganz genau. Und man könnte Schulen stärker einbeziehen, damit Kinder früh lernen, was gesunde Ernährung bedeutet. Das halte ich für sinnvoll. Wenn man von klein auf mit etwas vertraut ist, prägt das ganze Leben. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber glaubst du, Fast Food verschwindet irgendwann ganz? Eher nicht. Es wird immer Leute geben, die es eilig haben oder einfach Lust auf Burger und Pizza haben. Stimmt. Trotzdem könnten wir unseren Konsum alle etwas reduzieren. Ein kleiner Schritt macht schon viel aus. Da bin ich bei dir. Vielleicht sollten wir mal zusammen ein gesundes Gericht kochen, um zu zeigen, wie leicht es geht. Das klingt prima. Wir könnten ein schnelles Rezept ausprobieren, das auch preiswert ist. Abgemacht. Wer weiß, vielleicht überzeugt mich das ja, öfter gesunde Alternativen zu wählen. Genau darum geht es. Man muss nicht komplett verzichten, sondern einfach bewusster essen. Ganz meine Meinung. Restaurants könnten ebenfalls mehr gesunde Optionen anbieten, die schnell zubereitet werden. Das wäre wirklich toll. Es gibt inzwischen viele kreative Wege, gesunde Snacks anzubieten. Absolut. Ich finde, wir sollten gemeinsam nach solchen Alternativen Ausschau halten und sie testen. Einverstanden. Vielleicht entdecken wir ja etwas, das genauso gut schmeckt wie Burger und Pommes. Das wäre ideal. Dann lass uns einen Plan machen und in die Küche gehen. Anna und Paul diskutieren, ob es eine gute Idee ist, Haustiere zu haben. Paul, wie stehst du dazu? Sollte jeder, der Platz und Zeit hat, ein Haustier haben? Ich finde, Haustiere bereichern das Leben ungemein. Da bin ich anderer Meinung. Haustiere bedeuten viel Verantwortung und nicht jeder ist dafür geeignet. Das mag stimmen, aber meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile. Haustiere machen glücklich, fördern die Gesundheit und helfen, Stress abzubauen. Das sehe ich ein, dennoch muss man bedenken, dass Tiere Zeit, Geld und Aufmerksamkeit erfordern. Viele unterschätzen das. Absolut. Aber wer sich vorher gut informiert, kann die Bedürfnisse des Tieres berücksichtigen und alles passend planen. Das ist richtig. Nur informieren sich manche nicht ausreichend. Viele kaufen Tiere spontan, ohne an die Konsequenzen zu denken. Das ist in der Tat problematisch. Deshalb sollten strengere Regeln und mehr Aufklärung helfen, solche Käufe zu vermeiden. Da stimme ich dir zu. Aber manchmal frage ich mich, ob Haustiere überhaupt in Menschenhand gehören, wenn man sieht, wie manche Tiere gehalten werden. Das ist ein berechtigter Punkt. Viele Haustiere sind jedoch so domestiziert, dass sie ohne Menschen kaum überleben könnten. Stimmt, dennoch fände ich es wichtig, dass man Tierhaltern klare Leitlinien vorgibt, damit Tiere artgerecht leben können. Absolut. Mit der richtigen Vorbereitung und Pflege sind Haustiere eine echte Bereicherung. Dem stimme ich zu. Vielleicht sollte ich wirklich mal überdenken, ein Tierheim zu unterstützen, anstatt ein Tier zu kaufen. Das wäre großartig. In Tierheimen gibt es so viele Tiere, die eine zweite Chance brauchen. Vielleicht mache ich das, aber ich will sicherstellen, dass ich wirklich genug Zeit und Energie habe, bevor ich so eine Entscheidung treffe. Das ist genau die richtige Einstellung. Haustiere sind schließlich keine Spielzeuge, sondern Lebewesen mit Gefühlen. Ganz genau. Ich finde, jeder sollte sich das vor Augen führen, bevor er ein Tier anschafft. Absolut. Hast du schon mal in Betracht gezogen, dich direkt in einem Tierheim zu engagieren?
Tatsächlich ja. Ich wollte immer sehen, wie die Arbeit dort abläuft und ob ich helfen kann. Das klingt toll. Wer weiß, vielleicht findest du dort sogar ein Tier, das perfekt zu dir passt. Das wäre durchaus möglich. Aber ich möchte sicher sein, dass ich ihm auch ein gutes Leben bieten kann. Genau so sollte es sein. Vielleicht könnten wir zusammen hingehen und uns informieren. Gerne. Es wäre interessant, mehr über die Arbeit im Tierschutz zu erfahren. Auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht inspirieren wir andere, ebenfalls mehr für den Tierschutz zu tun.